Mein Fliegerleben von Dieter Kerberg. Das nachfolgend von mir geschilderte beruht nur auf eigenen Erlebnissen und Erfahrungen. Von anderer Seite sind keine Berichte und Erzählungen eingeflossen. Vorwort. Warum habe ich mein Fliegerleben überhaupt geschrieben? 2 Dinge haben mich dazu veranlasst. Erstens. Einmal die Tatsache, dass ich und andere Zeitzeugen nach dem Kriegsende überhaupt keine Chance hatten, über das Gewesene originalgetreu zu berichten. Wir wurden als Nazis und Militaristen mit einer Kollektivschuld belastet und damit abgefertigt. Man überließ es anderen, Unbelasteten sozusagen, in der ihnen genehmen Form zu berichten, was oft mehr Dichtung als Wahrheit hervorbrachte. Dagegen zu opponieren war damals unmöglich. Aber jetzt, im Alter, möchte ich doch noch aufzeichnen, wie es damals war, bevor die letzten Zeitzeugen abtreten. Ich will nur Tatsachen vermitteln und damit vorhandenen Falschinformationen entgegenwirken. Zweitens. Die zweite Tatsache ist meine Begeisterung für die Fliegerei, welche ich gern an Gleichgesinnte weitergeben möchte. In meinen Aufzeichnungen überwiegen die Dinge, welche die reine Fliegerei betreffen, und ich schildere, welcher Weg mich dahin geführt hat. Nur ein kleiner Teil bezieht sich auf den kriegerischen Einsatz. Besonders jungen Menschen möchte ich gern die Faszination des Fliegens mit allen Höhen und Tiefen, die es auch hier gibt, näher bringen. Außerdem spreche ich die gewaltigen technischen Entwicklungen an, welche in den ersten 50 Jahren der Fluggeschichte bis zum Radar und dem Strahltriebwerk geführt haben. Das Jet-Zeitalter war geboren und nach weiteren 50 Jahren hat es sich erfolgreich für uns alle als sehr nützlich erwiesen. Vor 100 Jahren flog Otto Lilienthal als erster Mensch. Heutzutage fliegen Millionen Menschen weltweit. Ein alter, begeisterter Flieger wünscht allen Hals- und Beinbruch für den nächsten Flug. Zu meiner Person. Geboren 1922 in Berlin, dort gelebt bis 1936, dann 1,5 Jahre in München und anschließend in Breslau. Mein Interesse zur Fliegerei wurde 1935 in der Schule geweckt. Und daraus entwickelte sich sehr stark mein Berufswunsch, ein Flugzeugingenieur zu werden. Anfang 1940 Rückkehr nach Berlin, hier das Abitur abgelegt und zum Ende des Jahres freiwillig zur Luftwaffe einberufen. Dort wurde ich zum Offizier und Flugzeugführer mit allen Pilotenscheinen und als Nachtjäger ausgebildet. Danach bin ich 2-3 Jahre bis zum 1. Mai 1945 im Einsatz gewesen und ab diesem Tag bis Ende 1945 in amerikanische Gefangenschaft. Mein Fliegerleben begann schon auf der Schule. 1935 ging ich als 13-jähriger Schüler auf das König-Friedrich-Gymnasium in Berlin-Friedrichshagen. Hier gab es im Lehrplan das Fach Werken. Unser Lehrer, Herr Seiler, hat uns sehr eindrucksvoll den Flugzeugmodellbau vorgestellt. Angefangen mit dem fliegenden Brett. Ein rechteckiges Stück Wellpappe mit einem Stück Stahldraht an der Längsseite und einzelnen Abknickungen in der Fläche. Und so etwas vollführte ein Gleitflug. Ich war beeindruckt und begeistert. Dann ging es weiter mit kleinen Flugmodellen, die wir laut Plänen und Anleitungen selbst zusammenbastelten. Wichtig war, dass diese auch nachher wirklich flogen. Auch hierbei half uns Herr Seiler. So wurde Flugmodellbau mein Steckenpferd und mein Interesse an der Fliegerei steigerte sich im Laufe der Jahre immer mehr. Verstärkte sich durch die Erfolge, die ich im Laufe der Zeit erreichen konnte. Zum Beispiel Oktober 1936, Wettbewerb der Schulen von Groß-Berlin. 1937, Ausscheidungswettbewerbe zu den Reichswettbewerben. 1938, Saalflugmodellwettbewerb in Frankfurt am Main. Pfingsten 1939, Reichswettbewerb auf der Rhön. Arno, mein jüngerer Bruder, wurde auch Klassensieger. Ich wurde Reichssieger in der internationalen Klasse. 25. und 26. August 1939, Reichswettbewerb für Motorflugmodelle in Borkenberge, Westfalen. Nur Flügelmodell. Mein Wasserflugmodell, erster Preis der Klasse C1. Flugmodell mit Benzinmotor. Schwingenflugmodell. Hier ein Zeitungsausschnitt, Mitteilung des Korpsführers des NS-Fliegerkorps.
Nach den Wettbewerben sah es in der Werkstatt oft so aus. Aber wir ließen nicht locker und wir reparierten oder bauten immer wieder neue Flugmodelle. Die Konstruktion entwickeln wir überwiegend selbst. Hierbei lernte ich sehr viel über die Flugphysik und das Flugwesen. Nicht zu vergessen die handwerklichen Fähigkeiten beim Arbeiten mit Holzwerkstoffen. Diese kamen mir später noch zugute, als wir die Arbeiten beim Bau eines Segelflugzeuges ausführten. Erst wurden mindestens 50 Arbeitsstunden in der Werkstatt gefordert, bevor man an einem Wochenende zur Segelflugausbildung antreten konnte. Diese begann im offenen Schulgleiter SG 38 mit einzelnen Rutschern und Sprüngen an einem flachen Hügel. Der Schulgleiter wurde mittels 2 Gummiseile von 4 Mann auf jeder Seite in V-Form nach vorne gegen den Wind hangabwärts gezogen. Hierbei hielten 3 Mann den Gleiter am hintersten Ende des Rumpfes so lange fest, bis das Gummiseil entsprechende Spannung hatte. Nach dem Loslassen kam es zum Rutscher oder einem kleinen Sprung des Gleiters. So begann die Segelfliegerei und meine Leidenschaft für das Fliegen bestimmte meine Zukunft. Alle diese Aktivitäten, der Flugmodellbau und das Segelfliegen, füllten meine Freizeit neben der Schule voll aus. Die hierbei anfallenden Kosten waren erträglich, da ich Mitglied der Flieger HJ war und somit Zugang zu den Werkstätten hatte. Das hierfür notwendige Material mussten wir kaufen. Wir wurden hier von Fachlehrern betreut und unterrichtet. Ich lernte sehr viel über die Fliegerei und die dazugehörige Technik, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis beim Bauen meiner Flugmodelle. Zum Beispiel, warum fliegt ein Flugzeug? Die Luftströmung beim Profil der Flügel bestimmt den Auftrieb und somit die Flugfähigkeit. Der Luftwiderstand aller Bauteile bestimmt mit die Geschwindigkeit. Was ist beim Flugzeug die Zelle? Und was ist das Triebwerk? Was ist der Gleitwinkel bei einem Flugzeug? Wo muss der Schwerpunkt liegen? Wie wirkt die Luftschraube, welche das Flugzeug horizontal nach vorne zieht? Die Steuersysteme wie Höhen-, Seiten- und Querruder beim Flugzeug sowie weitere Fakten der Flugtechnik. Aber außer diesen technischen Kenntnissen waren es das gemeinschaftliche Zusammenwirken, die Hilfsbereitschaft und die Kameradschaft untereinander, welche ich hier kennen und schätzen lernte. So hatte sich mein Berufswunsch schon mit meinem 15. Lebensjahr verfestigt. Ich wollte Flugzeugingenieur werden. Mein Fliegerleben wurde mein Beruf. 1940, ein Jahr nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, machte ich mein Abitur und die Einberufung zur Wehrmacht stand an. Hier war für mich natürlich nur die Luftwaffe interessant. Bei meinen Informationen erfuhr ich von der neuen Laufbahn, dem Ingenieuroffizier der Luftwaffe. Diese sollten in Zukunft die Fliegeringenieure, welche jetzt die Technik bei den Luftwaffeneinheiten leiteten, ablösen. Der Grund hierfür war, dass die Fliegeringenieure als Wehrmachtsbeamte tätig waren, aus der Flugzeugindustrie als sehr gute Praktiker der Technik kamen, jedoch das Fliegen nicht beherrschten. Dieses wurde als Mangel angesehen und somit die neue Laufbahn ausgeschrieben. Bei der neuen Laufbahn des Ingenieuroffiziers wurden folgende Forderungen gestellt. Erstens, abgeschlossene Schulausbildung mit Abitur. Zweitens, Einberufung zur Rekrutenausbildung beim Fliegerausbildungsregiment. Drittens, Ausbildung zum Truppenoffizier an einer Kriegsschule. Viertens, im Rahmen der Kriegsschule auch fliegerische Ausbildung bis zum Erreichen der Flugscheine A und B. Fünftens, anschließend auf einer Flugschule den C-Schein erwerben. Sechstens, auf einer weiteren Schule die Prüfung für den Blindflugschein ablegen. Siebtens, danach Fronteinsatz bei einer Kampfeinheit bis zum Erlangen des Eisernen Kreuzes 1. Klasse und der Frontflugspange als Nachweis für den Kriegseinsatz. Und achtens, erst dann Abberufung zum Studium an einer technischen Universität bis zum Diplom-Ingenieur der Flugtechnik. Wenn alle diese Forderungen erfüllt sind, dann Einsatz als leitender technischer Offizier bei einer Luftwaffengruppe. Diese Laufbahn entsprach meinen Vorstellungen, insbesondere dadurch, dass sie die gesamte fliegerische Ausbildung und das Technikstudium mit einschloss. So habe ich mich im Mai 1940 zu dieser Laufbahn verpflichtet. Die Vorprüfung für alle Anwärter. Bereits zuvor, im Mai 1940, fand eine 3-tägige Aufnahmeprüfung in Berlin statt und in den Sommerferien 1940 wurde ich für 4 Wochen zur Ausbildungsstätte für Ingenieuraffiziersanwärter nach Bad Blankenburg in Thüringen beordert. Wir alle wollten Ingenieuroffiziere der Luftwaffe werden. Hier wurden wir auf allen Gebieten getestet, besonders in der Technik und im Flugwesen. Unser Oberlehrer, ein echter Techniker.
Ein wenig Segelfliegen war auch dabei. Unsere Bekleidung war eine Mischung zwischen Hitlerjugend und Luftwaffenuniform. Am 15. November 1940 begann mein Soldatenleben beim Fliegerausbildungsregiment 71 in Stammersdorf bei Wien. In unserer Kompanie waren alle Offiziersanwärter und hier galt folgendes Motto: Offiziere wollt ihr werden? Da müsst ihr erst einmal lernen, was der Mensch so aushalten kann. Dementsprechend wurden wir richtig flott gemacht. Einmal unsere Vorgesetzten, welche stets bemüht waren, uns alles beizubringen, was wir als werdende Soldaten nötig hatten. Unter uns war ein sogenannter Minussoldat, der hatte, aus welchen Gründen auch immer, seine Schlafanzugshose unter der Drillichhose anbehalten. Beim Exerzieren kam es ans Licht und vor der versammelten Mannschaft fiel die Drillichhose und er musste sich schämen. Hierbei hielt er seine Hand vor den Kopf und musste folgenden Spruch laut aussagen: Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Aus mir kann nichts mehr werden. Ich bitte um meine Vernichtung. Von der Vernichtung wurde natürlich Abstand genommen, aber sein nächster Wochenendausgang wurde gestrichen. Über die weiteren militärischen Übungen, die wir erlernten, zeugen folgende Bilder. Soll das sauber sein? Immer schön festhalten. Praktische Erdkunde. Griffe kloppen. Marschieren, marschieren. Oder wartend, was kommt jetzt? Was hat diese Zeit gebracht? Wir wurden gedrillt mit den Tugenden Ordnung, Sauberkeit, körperlicher Einsatz, Kameradschaft und unbedingter Gehorsam. Dieses immer unter dem Aspekt, dass wir in der Zukunft gute Offizierssoldaten werden sollten, treu den konservativen preußischen soldatischen Vorbildern. Das Thema, die Nationalsozialistische Partei, stand niemals auf dem Ausbildungsplan. Hierzu kann ich verbindlich erklären, dass ich bei meiner Verpflichtung zur Offizierslaufbahn eidesstattlich erklären musste, keiner politischen Partei anzugehören, auch nicht der NSDAP. Das gesamte aktive Offizierskorps der Wehrmacht durfte keiner Partei angehören und war somit unpolitisch. Erst Ende 1943, mit Einführung des Deutschen Grußes statt der alten militärischen Ehrenbezeugung, konnte man, wenn man wollte, einer politischen Partei beitreten. Ich habe die Möglichkeit nicht wahrgenommen und mir ist kein Fall bekannt, wo die Partei versuchte, Offiziere zum Eintritt zu bewegen. Zum Thema Drill wäre Folgendes zu bemerken. Der Drill hat zwei Seiten. Zum einen ist er bei Soldaten unbedingt erforderlich, denn Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ehrlichkeit, körperlicher Einsatz und die Pflege der Gemeinschaft sind die Basis für das Zusammenleben von Soldaten. Unabhängig von der unterschiedlichen Intelligenz und dem materiellen Besitzstand müssen alle auf eine Aufgabe vorbereitet und ausgebildet werden, die der Allgemeinheit dienen soll. Sie bringen keine persönlichen Vorteile für den Einzelnen, sondern verlangen eine völlige Unterordnung unter das Gesamtziel der Landesverteidigung. Zum anderen verbirgt sich beim Drill die große Gefahr des Missbrauchs. Der autoritäre Führungsstil verführte einzelne Vorgesetzte, ihre Untergebenen durch den Drill zu schikanieren. Während meiner Rekrutenzeit habe ich selbst Beispiele kennengelernt. In einem Fall wurde ein Unteroffizier dafür disziplinarisch mit 6 Tagen Bau bestraft. Was war geschehen? Wegen eines nicht aufgeräumten Inhaltes in seinem Spind hatte er zur Strafe dem Rekruten befohlen, umzufallen und zu pumpen. Dies bedeutete in den Liegestütz fallen, dann Arme beugen und strecken. Diese Erziehungsmaßnahme war nicht einmalig und wurde auch von anderen gewählt. Was jedoch in dem Fall zur Bestrafung des Unteroffiziers führte, war die sadistische Zugabe, dass der Rekrut beim Liegestütz die Füße auf einem Schemel legen musste. Dadurch wurde der Blutdruck im Kopf so groß, dass er in Kürze zusammenbrach. Ich könnte noch weitere Beispiele des Drillmissbrauchs anführen, was jedoch den Eindruck erwecken könnte, dass es die Regel war. Dieses ist nicht der Fall gewesen, sondern es waren die Ausnahmen, was ich hier besonders betonen möchte. Nach dem Kriegsende wurde ein Film mit dem Titel 0815 produziert und gezeigt, welcher mit Beispielen des Drillmissbrauchs nur so gespickt war. Hierbei wurden alle besonderen Vorkommnisse, wie man derartige Dinge im militärischen Sprachgebrauch nannte, in einer Einheit vorgeführt. Der Zuschauer ohne militärische Erfahrung musste annehmen, dass es in allen Einheiten so zugegangen ist. Die ganze deutsche Wehrmacht ein einziger Sauhaufen? Wenn es so gewesen wäre, hätte der Krieg nicht 5,5 Jahre gedauert. Auf weiteren Gebieten kann man auf Drill nicht verzichten. Beim Bedienen der Waffen ist es unbedingt erforderlich, um nicht zu sagen überlebenswichtig, dass hier alle Handgriffe zur Bedienung eingedrillt werden.
Im Kampfeinsatz kann es nicht angehen, dass der Soldat erst nachdenken oder nachfragen muss, wie die Waffe zu handhaben ist. Ganz ähnliche Verhältnisse herrschen auch bei der Fliegerei. Um ein Flugzeug zum Fliegen zu bringen, müssen ganz erhebliche Teile der Bedienungsgriffe eingedrillt werden. Dieses gilt ganz besonders beim Start und bei der Landung. Hier ist es der schnelle Zeitablauf und die hohe Fluggeschwindigkeit, welche dem Flugzeugführer keine Pausen zum Nachdenken lässt. Dementsprechend müssen bestimmte standardmäßige, immer wieder notwendige Schaltungen gedrillt werden, damit sie dem Piloten in Fleisch und Blut übergehen. Auch wenn der Drill ein weites Feld der Rekrutenausbildung beherrschte, so waren es auch andere, neue und ungewohnte Erkenntnisse, die ich erfahren habe. Ohne Rückhalt des Elternhauses und der besonderen Fürsorge der Mutter waren wir alleingestellt in einer absoluten Männergesellschaft. Dieses bedeutete für einzelne unserer Kameraden große Probleme, da sie oft noch mit der Bezeichnung Muttersöhnchen gehänselt wurden. Man wurde als Alleinstehender in die Selbstständigkeit geschickt, und dieses haben Einzelne nicht verkraftet, noch zumal ihnen keine Psychologen zur Verfügung standen. Ich selbst hatte in dieser Beziehung keine Probleme, da durch die Ehescheidung der Eltern meine Bindung an das Elternhaus gelitten hatte. Was allen Rekruten gut tat, war der Zwang zur Sauberkeit und Hygiene. Hier war der Zwang unumgänglich, da eine größere Zahl von Männern zusammen in einem Zimmer schlafen und leben mussten. Auch für die einheitlichen Bekleidung wurde Sauberkeit und Instandhaltung gefordert. Hierbei mussten wir bestimmte Arbeiten wie Drillichanzug und Kragenbinden scheuern, sowie Socken und Fußlappen waschen, selbst ausführen. Hierfür wurde im Dienstplan die entsprechende Zeit als Putz- und Flickstunde angesetzt. Bezüglich des Flickens wurden wir nur zum Knöpfen annähen gefordert und kleine Löcher in den Socken zu stopfen. Alles andere regelte die Kleiderkammer, welche uns mit allen Notwendigen versorgte. Natürlich alles praktische und einheitliche Kleidungsstücke und kein privater Tand. 2 Dinge, welche mir hierbei zuwider waren, verfluchte ich zunächst. Es waren die langen Unterhosen im Sommer wie im Winter und die Fußlappen an den Stiefeln. Aber bald wurde ich belehrt, dass die langen Unterhosen zu allen Jahreszeiten unter den Uniformstücken absolut hygienischer sind. Mit den Fußlappen erging es mir ähnlich, und nachdem ich einige Socken in den Knobelbechern durch das Verrutschen verbraucht und mir Blasen eingehandelt hatte, stellte ich um. Nach eingehender Schulung über das Legen von Fußlappen, welche sehr wichtig ist, konnte ich anschließend nur sagen, nicht Socken, sondern Fußlappen sind für die Knobelbecher das Richtige. Erst mussten wir das richtige Gehen, Laufen und Marschieren lernen, sowie das Grüßen der Vorgesetzten, bevor ein Stadturlaub genehmigt wurde. Dieser erste Ausgang erfolgte unter Aufsicht eines Ausbilders, welcher uns begleitete und überwachte, ob wir alles richtig machten. Doch zuvor fand natürlich ein Bekleidungsappell statt, wobei geprüft wurde: saubere Uniform, geputzte Schuhe, ordentlicher Haarschnitt, saubere Fingernägel und in den Taschen das Soldbuch, die Erkennungsmarke, die Geldbörse, ein sauberes Taschentuch, einen Kamm und auf keinen Fall vergessen ein Päckchen Verhütungsmittel, Präservativ oder wie wir es kurz nannten, Pariser. Letzteres war von besonderer Wichtigkeit, denn wir wurden belehrt, dass man eine Disziplinarstrafe erhält, wenn man sich eine Geschlechtskrankheit einhandelt. Weiterhin war es eine Pflicht, dass man nach der Rückkehr von einem Ausgang mit intimer Darmbeziehung gleich in das Krankenrevier zu gehen und sich sanieren zu lassen hatte. Diese Aktion wurde beim ersten Ausgang nur besprochen und nicht praktiziert. So verlief damals meine erste Stadtführung im 1. Bezirk von Wien. Sie sollte mir unvergesslich bleiben, noch zumal der uns führende Unteroffizier, ein geborener Wiener, ausgezeichnete Ortskenntnisse besaß und gut erklären konnte. Vielen damals anerzogenen Gepflogenheiten und Erforderungen bin ich bis jetzt im hohen Alter treu geblieben und habe dabei festgestellt, dass sie auch im zivilen Leben ihre Geltung haben und sehr sinnvoll sind. Im April 1941 war die Rekrutenausbildung zu Ende. So, das war's mit dem ersten Teil. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Gefällt mir da oder einen Kommentar auch gerne. Rückmeldung ist immer gut. Ich arbeite derweil an den zweiten Teil und freue mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.